Willkommen zu Frequent Traveler TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung. Mein Name ist Lars Korst und Themen, die ich für euch frisch gepresst habe, sind natürlich der Airbus 1000. Da gibt es neue Ziele eventuell. Über die Kabine haben wir ja gesprochen, aber es gibt auch ein intern geleaktes Dokument, was uns sagt, wie die Sitzverteilung wohl sein wird. Dann Emirates lehnt die ersten 10 Boeing 777X ab. Gestern noch darüber gesprochen, jetzt ist Timothy Clark da anscheinend tätig geworden. Dann haben wir bei der Swiss, die nehmen den Tarifvertrag an, also das Bodenpersonal. Und stiller Protest bei der Swiss gegen die Lufthansa-Ansage, Lufthansa Group. Da mag man es nicht so in der Schweiz. Ihr denkt dran, wie immer, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazulassen, aber auch zu kommentieren, abonnieren und auf School zu kommen und dort zu diskutieren. Das erste Thema, was wir haben, ist natürlich die Airbus A350-1000er Kabine der Lufthansa. Nachdem wir ja gestern festgestellt haben, 300 Plätze gibt es, heißt also, dass wir da am Ende premiumlastig sind, ist es so, dass man ja das Flugzeug ab München, München ab Flugzeug, Flugzeug ab München einsetzen will und 4 Klassen. Ziele sind in Asien, aber auch in den USA. Jetzt ist es so, dass der geplante Auslieferungszeitraum Kalender 41 Woche umtrifft und zwischen dem 5. und 11. Oktober, also 2026. Geplanter Startlinienverkehr ist der 25. Oktober. Der Name des Flugzeuges ist ja auch Deutschland, 100 Jahre Lackierung, haben wir ja alles gesagt, 700 ausgeliefertster Flugzeug. Jetzt ist es so, dass die Kabinenkonfiguration wohl 4 First-Class-Plätze, also 3,5, hat 49 Business-Class-Sätze, 35 Premium Economy und 212 Economy-Class-Sitze, also 300. Damit sieht man, dass man in Premium anscheinend doch Geld verdient. Und Ziele sind im ersten Schritt Tokio, Haneda, Shanghai, Pudong, dann aber auch New York, Newark und Singapur und Chicago her ab März 2027. Sao Paulo und Ziele in Kanada. Aber die Kanada- und Sao Paulo-Einsätze stehen offenbar im Zusammenhang mit noch ausstehenden Genehmigungen für die USA-Flüge. Das heißt also, die haben noch keine Zulassung dafür. Aber gucken wir mal, was da passiert. Die Kabine ist natürlich relativ cool. 7 Meter mehr Länge hat die Maschine, ist nämlich 73,79 Meter lang, der Airbus A350-1000. Und 49 Businessplätze ist eine riesen Business-Class Premium-Kapazität für wichtige Geschäftsreisemärkte. Und damit ist es so, dass natürlich die 7 Meter auch mehr Kapazität bieten für die Lufthansa als die 350-900er. Strategisch ergänzt es natürlich die 900er, auch die 787-9er, die 777-9er und natürlich auch den vorerst eingesetzten 380er. Ja, betriebliche Besonderheiten gibt es übrigens auch bei der Bude, dass bei langen Überführungsflügen kann das Flugzeug laut internen Dokumenten nasenlastig sein. Unter bestimmten Bedingungen wird deshalb Ballast benötigt hinten, dass man das ausgleicht. Die größere Rumpflänge verlangt besondere Vorsicht beim Schleppen, Zurückstoßen, Rangieren auf engen Vorfeldern. Und man hat ein 6-rädiges Hauptfahrwerk. Gegenüber dem 350-900 hat man auch eine höhere Treibstoffkapazität. Natürlich nicht wie die Ultra Long Range, ist ja klar. 20.000 Liter, glaube ich, haben die bei der Qantas drin. Ah ja, kleine Meldung zu Qantas. Die Langstreckenpiloten gehen vielleicht auf Streik. Wer mit Qantas fliegen will, sollte das beachten. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass es dort bei Lufthansa viele Gedanken schon zu dem Flieger gibt. Als Fazit kann man sagen, Lufthansa plant einen ambitionierten Übergang vor Auslieferung in den Linienbetrieb. Die Kabine ist klar auf Premium-Kundschaft ausgelegt, das muss man ehrlicherweise hier sagen. Der 350er, 1000er wird natürlich das neue Flaggschiff werden, obwohl 380er vielleicht das Flaggschiff noch ist. Ihr könnt das ja beurteilen. Ab dem Start am 25. Oktober die gesamten genannten US-Strecken gelten werden können. Hängt von der Übergabe und Zulassung ab. Also das heißt, USA ist stark abhängig von Zulassung und der operationellen Vorbereitung. Welche Strecke sollte denn der A350-1000 als erstes bedienen? Was ist da eure Meinung? Was wäre euer Wunschgedanke, wenn es da nicht um Regulierung oder sonst was gehen würde? Beim zweiten Thema
ist es natürlich die 777X, die hatten wir auch gestern besprochen. Da ist es so, dass Sir Timothy Clark gesagt hat, dass seine Airline die ersten 10 für sie gebauten 777X nicht nimmt. So wie ich das ja gestern gesagt habe, man hatte 30 Bastelbuden. Das sind jetzt meine bösen Worte, aber das ist halt so. Und Emirates hat halt insgesamt 270 bestellt und geht davon aus, dass die Konstruktionsänderungen nicht wirtschaftlich auf den aktuellen Standard zu bringen sind, also der Serie abweichend sind. Und wir haben das ja auch beim 380er gehabt. Singapore Airlines hat ja zum Beispiel die ersten ausgeliefert gekriegt. Da waren ja auch Kabel anders als am Ende. Also das heißt, viele Dinge werden als in der Produktion erst festgestellt und dann wird dann halt das angepasst. Aber im Tim Clark-Sprech sind die Gründe ganz klar. Sehr früher Produktionsstandard bei den Maschinen, zahlreiche spätere Konstruktionsänderungen, umfangreiche Anpassungsarbeiten, aber auch jahrelange Standzeit. Das heißt also, bei der Übergabe werden die Buden schon gefühlte 8 Jahre alt, weil 2019 gebaut, 2027 sind 8 Jahre. Und damit ist die Hälfte der Zeit der Maschinen ja schon abgelaufen. Die Maschinen waren ja ursprünglich für 2020 zur Auslieferung vorgesehen, da sah es natürlich anders aus. Aber Boeing versucht nach seinen Angaben nun jetzt andere Abnehmer zu finden, weil er auch gesagt hat, ja, das ist halt das Problem von Boeing, nicht mein Problem. Wir wissen ja auch alle, dass die Whiskey Hotel 007 ja schon 2025 zerlegt worden ist. Die war anscheinend so weit weg vom Standard, dass man gesagt hat, lohnt sich nicht. Ja, also nichtsdestotrotz sagt er aber, dass das Flugzeug ein geiles Flugzeug ist, weil man gerade jetzt auch seit den ersten Flugzeugen auch Verbesserungen hat bei maximalem Startgewicht. Maximalem Startgewicht habe ich genannt, Triebwerksschub und Leistungsfähigkeit des Flugzeugs. Also das heißt, dass man da viel mehr Performance hat. Und ich will euch das Originalzitat von Timothy Clark nicht vorenthalten, das Originalzitat T. Und zwar Zitat Anfang, wir nehmen diese Charge nicht ab und damit hat es sich. Und was sie damit machen, ist aus meiner Sicht ihre Sache. Und als letztes, sie hätten ihr halbes Leben schon hinter sich. Wobei ein ganz besonderes Zitat möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das war am Ende nämlich, Heinz wäre interessiert für Baked Beans Dosen, so Zitat Ende. Also insofern Metallverwertung, wobei die hat ja noch Metall, ne? Also insofern würde das passen. Ja, als Fazit kann man natürlich sagen, dass es klare Grenze gibt bei Emirates zieht zur Serienversion und sagt, hey, da haben wir gar keinen Bock drauf und den problematischen frühen Flugzeugen. Für Boeing ist die Ablehnung von 10 Jets wesentlich schwerwiegender auf der Stelle, natürlich, weil die Verschrottung eventuell für mehr Flugzeuge ansteht. Dass man nur 1 verschrottet hat, ist anscheinend nur der Zeit geschuldet. Es kommen wahrscheinlich vielleicht mehr. Ich weiß nicht, wer dieses Flugzeug haben will. Ob das besonders billig abzugeben ist, ich weiß es nicht. Und natürlich ist es so, dass es auch eine Kettenreaktion bei anderen Kunden auslösen könnte. Emirates bleibt ja noch grundsätzlich von der späteren 777X überzeugt. Ja, würdet ihr anstelle von Sir Timothy Clark so eine 8 Jahre alte Bastelbude nehmen oder nicht? Denkt ihr, dass das eher so ein Spiel ist? Er will Rabatt haben. Das könnt ihr ja nochmal beantworten. Dann haben wir Swiss Bodenpersonal, die nehmen einen neuen Gesamtarbeitsvertrag an. 1500 nicht fliegende Beschäftigte von Swiss haben einen neuen Gesamtarbeitsvertrag zugestimmt. Kernpunkt ist eine Anhebung der monatlichen Lohnbänder um mindestens 200 Schweizer Franken. Der neue GAV, Rahmenbedingungen weiterentwickeln, Beschäftigte langfristig absichern, verlässliche Arbeitsbedingungen schaffen, weil die Verhandlungen waren früher eher ein bisschen schwierig. Also 200 Franken mehr pro Monat, mindestens 2400 Franken pro Jahr je Vollzeitstelle. Sind das mehr, sofern 12 Monatszahlungen betrachtet werden, bei 1500 Beschäftigten sind das 3,6 Millionen Franken mehr für die Swiss. Die Hochrechnung ist nur eine grobe Orientierung. Der tatsächliche Aufwand hängt unter anderem ab vom Beschäftigungsgrad, konkreter Eingruppierung, sozialen Monatsgehältern, Sozialabgaben, individuelle Vertragsbestandteile. Und natürlich ist es so, dass nicht jede Person den exakt selben Betrag erhält, weil man natürlich unterschiedliche Zeiten und so weiter, ihr wisst ja, wie es ist. Fazit kann man dann auch direkt wieder vorziehen, denn Fazit ist, die Zustimmung bringt Swiss und ihren 1500 Beschäftigten mehr Planungssicherheit. Die Erhöhung der Lohnbänder ist greifbarer Bestandteil des Abschlusses, also wesentlich besser. Für den Flugbetrieb ist ein stabiler Tarifrahmen wichtig, damit wir nicht wieder in Streiks laufen. Und natürlich auch ist es so, dass Bodenpersonal, auch wenn es nicht so medienwirksam manchmal rüberkommt, sind schon wichtig, damit wir fliegen können. Ne? Also das muss man ja der Ehrlichkeit halber sagen.
Entscheidend bleiben die genaue Laufzeit und die übrigen Vertragsbestandteile. Ja, sagt ihr, dass 200 Schweizer Franken mehr ein annehmbarer Abschluss ist? Oder sagt ihr einfach, mir egal, Hauptsache Sie arbeiten? Da bin ich mal gespannt. Das letzte Thema ist auch ein Swiss-Thema. Da gibt es nämlich einen stillen Protest gegen die Lufthansa-Ansage. Einige Lufthansa-Group-Aussagen, die man machen muss in der Ansage, kommt bei der Swiss-Kabine nicht gut an. Seit Februar sollen die Maître de Cabine, wie ja der Purser auf den Flügen der Swiss heißt, in die Begrüßung ausdrücklich auf die Lufthansa Group hinweisen. Zuvor wurde ja an dieser Stelle Star Alliance genannt, falls der geneigte Zuschauer sich erinnert. Ja, nach Berichten der NZZ am Sonntag verwenden nicht alle Crews die neue Formulierung. Mehrere anonyme Quellen sprechen vom bewusst stillen Protest. Als Grund ist ganz klar der Unmut zu sehen über die Zentralisierung der Swiss und die Angst, dass die Swiss dann natürlich irgendwann bei Lufthansa eingeht. Und die Konzernzugehörigkeit wird inzwischen sichtbarer kommuniziert, Check-in-Schalter und so weiter. Wir haben das ja lang und breit gesprochen. Aber es ist halt so, wir wissen nicht, wie viele Crews das sind, aber wenn es schon berichtet wird, denke ich mal, sind das genug. Und die Frage ist natürlich auch, ob jedes Weglassen vorsätzlich erfolgt ist oder nur einfach verhaspelt oder whatever. Wir wissen ja auch, dass man manchmal freestylt und dann passieren halt solche Dinge. Aber der Kern des Themas ist weniger der fehlende Satz als der dahinterstehende Identitätskonflikt, den man ja immer wieder hat. Denn die Lufthansa hat die Swiss 2005 gekauft, gerettet. Und ja, man ist da jetzt nicht so happy, denn die Swissness im Produkt geht immer mehr weg. Auch das, was ich von euch höre, ist, dass die Swissness verschwindet. Und deshalb muss man da natürlich ganz klar sagen, da muss man ran. Eine Marke besteht ja nicht nur aus Logo und Lackierung, sondern natürlich auch Sprache, Servicekultur, lokale Entscheidungskompetenz, Produktdetails, Selbstverständnis der Mitarbeiter. Und deshalb kann auch so eine kleine Formulierung natürlich schon eine große Wirkung intern verursachen. Als Fazit muss man hier wirklich sagen, der Artikel hat natürlich keine zugeordnete Aussage von wem das ist, aber der kleine Satz, der fehlt, hat halt eine große Auswirkung, denn der dahinterstehende Konflikt ist strategisch relevant und ist ja immer am Köcheln gewesen, wenn man genauer geschaut hat seit der Übernahme. Die Lufthansa Group benötigt gemeinsame Systeme und Skalenvorteile, weil genau das ist ja das, warum man die Lufthansa Group gemacht hat, weil man Synergieeffekte macht. Deshalb ist die ITA erfolgreich geworden, erfolgreicher geworden oder die anderen erfolgreich wie Auer und können überhaupt betrieben werden, weil sie Synergieeffekte haben. Und man sollte jedoch vermeiden, ihre stärksten Marken durch übermäßige Vereinheitlichung zu schwächen. Im Moment ist die Swiss ja noch eine relativ gute Marke. Ja, heute 8:45 United nach Denver. Ja, so sollte die Identifikation entsteht ja natürlich nicht durch diese vorgeschriebene Ansage, sondern durch Vertrauen, Mitsprache und einem erkennbaren Nutzen der Zusammenarbeit. Und das ist halt das Wichtige, wobei ehrlicherweise hört ihr bei den Ansagen zu. Deshalb die Frage des Tages, sollte Swiss die Lufthansa Group bei jeder Begrüßung nennen oder sollten die Schweizer Marke bewusst allein für sich stehen lassen? Da bin ich mal auf eure Meinung gespannt. Wichtig ist als Fazit der heutigen Sendung zu sehen, dass die Swiss natürlich ein relevantes Thema hat, aber Lufthansa genauso Premium werden möchte wie vielleicht die Swiss mit der 350-1000er und der Premiumlastigkeit. Damit gewinnt der neue Airbus natürlich zusätzlich an Bedeutung im Lufthansa-Konzern, zumal die 777X ja immer noch Schmerzen hat anscheinend und erst noch nicht da ist zumindest. Emirates lehnt die 777X-Modelle der Frühzeit ab, aber nicht die weiteren Modelle. Das heißt, also grundsätzlich steht man immerhin noch hinter dem Flugzeug. Die Entscheidung hat den Druck natürlich auf Boeing und weitere Kunden zu einer kritischen Prüfung ihrer Flugzeuge zu bewegen. Deshalb ist die Frage natürlich, ob Lufthansa ihre Bastelbude oder ob das keine Bastelbude ist, die Lufthansa hat. Da bin ich mal gespannt. Bei Swiss treffen gleichzeitig zwei Entwicklungen aufeinander. Stabilisierender Tarifabschluss für das Bodenpersonal, was eine gute Nachricht ist, aber die fehlende Identifikation mit der Lufthansa Group oder mit der Marke, da fremdelt es ja immer noch ehrlicherweise. Und ich denke mal, Lufthansa Group muss da Effizienz und ein bisschen die Markenidentität ausbalancieren. Man kann natürlich alles im Hintergrund machen, dass das vereinheitlicht wird, Netzwerkplanung, IT, Einkauf und so weiter. Aber wenn man da weitere Angleichungen macht, kann das auch die Marke Swiss in einer Art und Weise schädigen, die nicht zum Vorteil von Lufthansa ist. Das übergreifende Thema lautet, wie viel Standardisierung ist notwendig und wann wird sie zum wirtschaftlichen oder kulturellen Risiko? Da könnt ihr was zu sagen.
Ihr denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, ein Like dazu lassen und natürlich die Frage, welche Strecke sollte Lufthansa als erste reguläre Verbindung mit dem 350-1000er fliegen? Das wäre die eine. Oder sollen wir lieber die Frage mit der 777 machen? Welche würde ich die 777 nehmen, aber dann wirklich nur mit großer Rabatt? Oder sollte die Swiss eigenständig bleiben in ihren Ansagen und Lufthansa Group einfach weiter ignorieren? Könnt ihr ja so sagen, wie ihr das denkt. Also in dem Sinne, ich danke euch, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich freue mich bis morgen zur nächsten Sendung mit euch. Bis dann. Ciao, ciao.